Du kannst nicht in die tiefe Hocke gehen, weil es deine Knie nicht zulassen? In diesem Video zeige ich dir, warum das der Fall ist und was du dagegen tun kannst. Also, bleib dran für meine Schritt-für-Schritt-Einleitung. Um in die tiefe Hocke zu gehen, brauchst du von allem eine volle Beugung vom Knie. Und wenn du die volle Beweglichkeit nicht hinbekommst, das heißt keine volle Beugung, dann kannst du auch nicht tief in die Hocke reingehen. Und diese Beweglichkeit kann eingeschränkt sein, weil deine Muskulatur es nicht hergibt, weil die Kapsel verkürzt ist oder zum Beispiel nach einer OP. Ich zeige dir 3 Übungen, die du zu Hause machen kannst, um die volle Beweglichkeit in die Beugung wieder zu kriegen. Also legen wir los mit der ersten Übung. Ein Grund, warum Patienten eine eingeschränkte Beugung haben, ist es, weil es häufig schmerzhaft ist. Diese Übung ist eine gute Möglichkeit, diese Beugung wieder zu trainieren, ohne so viele Schmerzen auszulösen. Dafür solltest du dich als erstes auf den Boden hinlegen oder auf eine gerade Ebene. Das andere Bein, was du jetzt nicht trainieren willst, die soll jetzt aufgestellt bleiben und dadurch hast du erstmal eine bessere Stabilität vom Becken. Wenn dein Becken jetzt stabil ist und von anderer Seite erstmal alles auch stabil ist, kannst du dein Knie jetzt erstmal grundsätzlich schon besser bewegen. So, du stellst das andere Bein auf und versuchst jetzt das Bein, wo du diese Bewegungseinschränkung hast, die als erstes zu beugen. Du stellst jetzt deinen Fuß auf und du gehst nur so weit, bis du schmerzfrei bist. Und dann als nächstes, am besten ist es, wenn du jetzt zum Beispiel so ein kleines Handtuch unten hast auf dem Boden, versuchst du die Ferse so weit wie möglich zu dir ranzuziehen, ohne dass du dabei das Becken hochhebst, weil man will ja diese Bewegung nicht kompensieren. Der Fokus liegt auf der Kniebeuge und die Kniebeuge sollst du jetzt selber üben. Und dann ziehst du Ferse zu dir ran und streckst es ganz langsam wieder. Und dadurch, dass du jetzt halt erstmal das Knie zu dir erstmal ranzieht, wird diese Muskulatur erstmal warm. Das heißt, die aktiviert das bewusste Anspannung von der Muskulatur und das komplette Streckung hast du auch eine Aktivierung von der Oberschenkelmuskulatur. Diese beiden Muskelgruppen, das heißt das vordere und das hintere Oberschenkelmuskulatur, wird dafür sorgen, dass deine Beweglichkeit erstmal wieder hergestellt wird. Und wenn du das jetzt halt so ein paar Mal wiederholt hast, dann kannst du diese Bewegung noch verstärken, indem du zum Beispiel so ein Handtuch oder so ein Badetuch nimmst. Den machst du jetzt einmal um deinen Unterschenkel bzw. um den Sprunggelenk herum. Und wichtig dabei ist es jetzt halt, dass du auf einer Ebene bist vom Boden. Deswegen versuch mal, so tief wie möglich deine Hände auf dem Boden zu halten. Dein anderes Bein gibt jetzt Stabilität. Und dann lässt du erstmal komplett zu, dass das Knie komplett gestreckt ist, ziehst es noch einmal bewusst ran mit der Muskulatur und jetzt mit diesem Tuch ziehst du noch weiter in die Beugung rein. Du ziehst es zu dir so weit wie du kannst ran, aber du solltest die ganze Zeit aktiv mitwirken, dass diese Bewegung von deiner Muskulatur kommt und nicht nur passiv durch dieses Tuch. Dann verstärkst du die Beugung so weit wie du kannst und aktiv wieder strecken. Ganz wichtig dabei ist, dass die Muskeln es tun und nicht nur deine zusätzliche Kraft. Und das kannst du jetzt 20 Mal wiederholen. Durch diese hohe Anzahl an Wiederholungen hast du eine gute Aktivierung von deiner Muskulatur. Die dritte Ursache für eine eingeschränkte Kniebeugung kann es auch eine Schwäche an der Muskulatur sein. Nicht nur die Schwäche an sich, aber auch die Koordination von den Bewegungen. Und dafür solltest du jetzt am besten Rad fahren. Du kannst diese Übung sowohl auf Rückenlage machen, das heißt, du drehst dich jetzt auf den Rücken und versuchst jetzt die Knie zu beugen und dadurch einfach mal die Bewegung durchzuführen. Wichtig dabei ist, dass du die Knie komplett durchstreckst, aber auch ganz aktiv die Knie komplett zu dir ranziehst. Vergesse nicht dabei, dass du deine Lendenwirbelsäule jetzt stabilisieren solltest. Du hast noch eine zusätzliche Anspannung von den Bauchmuskeln
Und dann versuchst du einfach mal die Knie nach unten zu lassen und wieder hoch. Um diese Übung noch zu verstärken und dabei noch mehr Muskelaktivität zu haben, kannst du versuchen, die gleiche Übung auch in großem Ausmaß zu machen. Das heißt, du bringst jetzt ein Knie komplett nach oben Richtung Decke und das unten versuchst du jetzt auf der Oberfläche komplett zu dir ranzuziehen und dann komplett nach oben zu strecken. Komplett zu dir ranzuziehen und das andere komplett nach oben zu strecken. Dadurch, dass du beide Beine gleichzeitig aktivierst, hast du auch einen guten Vergleich davon, wie deine gesunde Seite ist, und das ist ein Parameter, sowohl für die Streckung als auch für die Beugung. Versuche diese Übung mindestens 20 Sekunden am Stück durchzuführen. Und nachdem du das komplett in eine Richtung gemacht hast, damit du die Aktivierung von der Muskulatur sowohl auf die vordere Seite als auch die hintere Seite trainierst, änderst du jetzt die Bewegungsrichtung. Das heißt, ein Bein wird gestreckt und das andere wird gebeugt. Gehst du mit dem gestreckten Bein nach oben, beugen, Fuß reibt auf der Oberfläche und dann wieder strecken. Beugen, so nah wie möglich zu dir und dann wieder strecken. Voller Bewegungsausmaß. Das ist das Schlüsselwort. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dadurch unterstützt du meinen Kanal, dass ich weiter gute Content für dich kreieren kann. Und dann legen wir los mit unserer letzten Übung. Du nimmst jetzt ein Tuch und dieses Tuch oder ein Handtuch rollst du ganz eng zusammen. Wichtig dabei ist, dass es ganz eng ist, weil dieses Material oder diese kleine Rolle wird jetzt als Widerlage dienen. Du sollst dich hinsetzen, legst es dann in deine Kniekehle ran und versuchst du jetzt bewusst, so weit wie es für dich möglich ist, das Knie ranzuziehen. Ganz wichtig ist, dass es ganz oben an der Kniekehle ist, so weit wie du kannst oben und dann ranziehen. Und hier, dadurch, dass dieses Tuch dazwischen ist, sorgt er, dass wenn du jetzt hier das Knie hast und hier den Unterschenkelknochen, dass der Unterschenkelknochen ein bisschen nach vorne gebracht wird und dadurch dehnst du diesen oberen Anteil von der Gelenkkapsel. Und durch diese Dehnung kannst du hinterher deine Beugung verbessern. Du ziehst das Bein zu dir ran, 10 bis 15 Mal. Und dann langsam wieder locker lassen. Das ist jetzt die leichteste Variante. Wenn du in die Knie gehen kannst, beziehungsweise wenn deine Bewegungseinschränkung nur am Ende von Bewegung ist, das heißt, wenn das Knie fast da ist, dann kannst du diese Übung noch verstärken, indem du jetzt in Vierfüßlerstand gehst. Deine Füße sind aufgestellt. Du legst nochmal das Tuch in deine Kniekehle. Wichtig ist, dass es ganz nah sein muss. Und dann versuchst du langsam nach hinten zu kommen. Und dann wieder zurück. Langsam nach hinten und wieder zurück. Um das noch weiter zu verstärken, kannst du auch das Gleiche. Nicht mehr in Vierfüßler, sondern mit aufrechter Haltung. Und dadurch ist es noch mehr Kräfte auf dein Gelenk drauf, bei deinem eigenen Körpergewicht nach unten drückt. Und dann gehst du hier nochmal in die Beugung rein, das heißt in den Fersensitz und kommst dann wieder hoch. Wichtig dabei ist, dass es tief in der Kniekehle ist und bleibt. Und wenn du jetzt halt ganz tief bist, wirst du auch merken, dass der vordere Bereich von deinem Knie, dass da diesen Zug entsteht, diese Dehnung entsteht. Auch diese zweite Übung solltest du mindestens 20 bis 25 Wiederholungen machen. Es geht darum, dass die Weichteile vom Gelenk gedehnt werden bzw. in seiner Dehnfähigkeit verbessert werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!